Also wir können ja auch Gedanken oder Gefühle von anderen Menschen übernehmen. Und wenn wir das zum Beispiel gar nicht bemerken, dann glauben wir ja, dass das von uns kommt und merken gar nicht, dass es eigentlich von woanders herkommt. Also es gibt ja verschiedene Ebenen und es kommt auch wieder darauf an, welche Ebene man energetisch wahrnimmt. Also die höheren Schwingungen, die kommen ja direkt von der Erde an sich und auch von außerhalb von der Erde. Und wenn wir hier auf der Erde leben, dann haben wir noch ganz andere Felder, wo wir auch mit drin sind. Und Energiefelder sind ja nicht getrennt voneinander. Also wir haben ja immer einen Einfluss aufeinander, also auch unser Feld auf andere und andere Felder im Außen, die können auch einen Einfluss auf unser Feld haben. Und es gibt ja auch wie so ein Bewusstseinsfeld und das ist ja auch wie über allem. Also wenn wir hier leben, dann hat ja zum Beispiel jedes Land oder auch eine einzelne Stadt oder ein Dorf auch ein eigenes Bewusstseinsfeld und auch die ganze Menschheit einfach an sich. Und diese Felder können wir ja auch wahrnehmen, wenn wir hier sind. Und wenn da halt viel Schweres drin ist und wir nehmen das mehr wahr, dann fällt uns das am meisten auf und gar nicht, wie die Erde sich zum Beispiel energetisch verändert. Und die Erde verändert sich energetisch ja schon ganz lange. Ich nehme das immer so wahr, dass sich die Dichte verändert. Also von der Erde und irgendwie von allem, was da ist. Weil die Schwingung der Erde, die hat ja auch eine Wirkung auf alles, was auf hier ist. Und wie die Schwingungserhöhung für jemanden sich anfühlt, das hat viel mit dem zu tun, wie unsere Resonanz ist und was wir also in uns haben und was in uns gespeichert ist. Und zum Beispiel haben wir ja auch verschiedene Ebenen. Und all unsere Ebenen haben ja auch alle eine unterschiedliche Schwingung. Also unsere Energiekörper zum Beispiel, die haben ja nicht immer genau die gleiche Schwingung. Jeder ist ja ein bisschen anders, weil halt nicht überall die gleichen Dinge gespeichert sind. Und auch unsere Organe zum Beispiel. Unsere Organe haben ja auch ein Bewusstsein und eine Energie. Aber wenn man einzeln nacheinander die Organe durchgeht, dann fühlen die sich auch unterschiedlich an. Und man kann zum Beispiel auch energetisch wahrnehmen, was ein Organ gerade braucht. Welche Energie oder welche Information. Und das kann man mit dem eigenen Bewusstsein energetisch da wie hinschicken. Und in dem Moment, wo wir uns auf das konzentrieren und unsere Energie dahin schicken, verändert sich die Schwingung auch schon wieder. Und wir Menschen als Ganzes, wir haben ja wie unsere Alltagsschwingung. Also das ist wie unsere Grundenergie, mit der wir halt rumlaufen. Und diese Grundenergie, die verändert sich ja eigentlich nur, wenn wir uns selbst auch dauerhaft verändern. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie man vor 10, 20 Jahren war und dann merkt, dass man da irgendwie anders war als heute, dann bedeutet das automatisch, dass sich ja auch die Grundenergie geändert hat. Und das heißt auch die eigene Schwingung, die man hat. Weil unsere Schwingung ist ja einfach die Energie, die wir aussenden. Und bei den meisten Menschen ändert sich ja darum die Energie mit der Zeit. Wobei es auch Menschen gibt, die 80 sind und immer noch die gleiche Energie haben wie mit 20, aber also das gibt es von dem her auch. Und die Energie, die wir halt haben, also die hat mit dem zu tun, wie andere Felder auf uns wirken. Und wenn man zum Beispiel merkt, dass man so die Schwere wahrnimmt, die über vielem drüber hängt, dann nimmt man ja häufig einfach auch das ganze Chaos wahr,
was halt bei uns Menschen da ist. Und das ist ja energetisch dann auch spürbar. Also das, was wir ja hier physisch auf der Erde machen, das wird ja energetisch genauso abgespeichert im Feld. Und wenn wir halt sehr auf das ausgerichtet sind, dann nehmen wir das ja auch viel bewusster wahr. Und wenn man sich zum Beispiel bewusst auf die Erde ausrichtet und das dann vergleicht mit früher, dann spürt man das, wie sehr sich die Erde energetisch verändert. Und wenn wir mit bestimmten Feldern nicht bewusst verbunden sind, heißt das aber nicht unbedingt, dass die keine Wirkung auf uns haben. Weil die meisten Menschen auf der Erde sind ja eigentlich mit nichts von dem bewusst verbunden. Und trotzdem hat es eine Wirkung auf sie. Und die Schwingungserhöhung der Erde ist auch ein Grund, warum es chaotischer ist für uns hier auf der physischen Ebene. Weil ja auch die ganzen Konflikte, die wir im Kollektiv haben, ja auch mehr an die Oberfläche kommen. Und wenn man zum Beispiel das energetisch anschaut, dann kommt es ja immer darauf an, wie schaut man das an? Weil wenn jetzt ein Ereignis wie mehrere Gründe hat oder einfach Dinge, die da irgendwie zusammenkommen und dazu geführt haben, je nachdem, wie man dann ausgerichtet ist, kann man vielleicht nur bestimmte Gründe sehen. Also wenn man energetisch etwas wahrnimmt, heißt das ja nicht automatisch, dass man dann alles von dem wahrnimmt. Es hat auch damit zu tun, wie wir uns ausrichten. Und jeder Mensch hat ja auch eine andere Art, wie er energetisch überhaupt wahrnimmt. Manche Menschen fühlen mehr und andere sehen gewisse Dinge. Und manchmal kann sich das ja auch mit der Zeit verändern, wie man am meisten energetisch etwas wahrnimmt. Und manchmal kann es ja auch sein, dass wir energetisch eigentlich etwas wahrnehmen, aber wir wissen gar nicht, dass das von einer feinstofflichen Ebene herkommt. Manche Menschen sagen ja, dass sie das Gefühl, dass das und das sich so entwickelt, dass sie das schon vor irgendwie gewusst haben, aber erst im Nachhinein dann klar war, dass das eben das Wissen schon da war. Und viele denken da dann zuerst gar nicht an was Energetisches. Aber es ist ja wie Telepathie, das haben wir ja alle eigentlich in uns, selbst wenn es nur auf einer unbewussten Ebene ist. Und all die Dinge, die wir nicht bewusst wahrnehmen, die sind ja in unserem Unterbewusstsein. Und ich glaube, wenn wir das gar nicht hätten und alles, was wir wahrnehmen, würde zu 100% in unserem Tagesbewusstsein landen, wahrscheinlich könnten wir gar nicht normal leben, weil alleine in diesem Raum, da gibt es ja so viele Geräusche, die hören wir zwar gar nicht bewusst, aber die sind ja trotzdem da. Also wahrscheinlich wäre es ja sehr laut. Weil es gibt ja so viele Frequenzen, die sind zwar ständig da, aber wir nehmen sie halt bewusst einfach nicht wahr. Und dann kann man auch schnell vergessen, dass es die überhaupt gibt. Aber sie haben halt trotzdem einen Einfluss auf uns. Und wenn man eben nicht weiß, dass sie einen Einfluss auf uns haben, dann kann es ja sein, dass wir zum Beispiel gar nicht merken, dass wir irgendetwas
Fremdes von jemand anderem zum Beispiel übernommen haben. Also wir können ja auch Gedanken oder Gefühle von anderen Menschen übernehmen. Und wenn wir das zum Beispiel gar nicht bemerken, dann glauben wir ja, dass das von uns kommt und merken gar nicht, dass es eigentlich von woanders herkommt. Und darum hilft uns das ja auch, dass wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, was zu uns gehört und was von außen kommt. Oder zum Beispiel bei Nachrichten. Also jedes Mal, wenn wir Nachrichten hören oder lesen, dann verbinden wir uns ja auch mit einem Feld. Oder allgemein, wenn wir einfach die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und da, wo wir auch emotional eine Verbindung haben, also unsere Gefühle verbinden uns dann mit dem Feld. Und dann kann man sich wie überlegen, was tut mir davon gut und was nicht. Und viele Menschen haben ja gar nicht wirklich eine Verbindung zu sich selbst. Und viele wissen nicht mal, dass sie keine Verbindung zu sich selbst haben. Und wenn man eben diese Verbindung nicht hat, dann ist man ja wie vollständig im Außen und alle Vorstellungen, die es da gibt und Erwartungen, um was richtig ist und was nicht, das übernimmt man dann ja wie ohne Reflexion und lebt dann danach, ohne sich zu fragen, ob das für einen selbst stimmt. Und wenn wir ein Gefühl zu uns selbst haben, dann können wir wie besser über das reflektieren, was von außen zu uns kommt. Und wenn wir mehr mit uns selbst verbunden sind, dann übernehmen wir auch weniger schnell energetische Dinge von außen. Und theoretisch wäre es ja normal, dass wir auf die Welt kommen und diese Verbindung mit uns selbst haben und die einfach gar nie verlieren. Das ist einfach normal immer da. Aber in unserer Gesellschaft ist das irgendwie nicht normal immer da. Dass wir gut miteinander umgehen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer gleicher Meinung sind, aber solange wir dabei ja niemandem schaden, kommt das ja gar nicht darauf an. Man kann ja trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Aber das ist in dieser Gesellschaft irgendwie nicht normal. Also das können ja viele nicht. Und wenn wir mehr mit uns selbst verbunden sind und gut mit uns selbst und mit anderen umgehen, dann entsteht ja auch automatisch mehr Frieden. Weil das wirklich Friede da sein kann, das geht ja nur, wenn dieser Wunsch von jedem Menschen herkommt. Wenn jemand aus sich selbst heraus das möchte. Und nicht, wenn jetzt jemand von außen kommen würde und das einfach irgendwie bestimmen würde. Weil wenn es morgen ein Gesetz geben würde, dass alle friedlich miteinander sein sollen, das würde ja gar nicht gehen. Einfach weil viele Menschen entweder gar nicht wissen, wie das geht, oder es vielleicht nicht mal wollen. Und darum ist Friede nur etwas, was wirklich funktioniert, wenn das aus einem selbst herauskommt.
Und es kann ja auch sein, dass wenn jemand eine Information in dieses Feld tut, dass dann vielleicht eine Woche später, irgendwo 100 Kilometer entfernt, ein anderer Mensch genau auf diese gleiche Idee kommt und dann das Gleiche macht. Das finden zwar die beiden wahrscheinlich sowieso nie heraus, aber die hatten beide diese Idee, und dass der zweite Mensch, der 100 Kilometer weit entfernt diese Idee bekam, hatte dann damit zu tun, dass der erste vor ihm diese Idee da ins Feld getan hat. Auch wenn das auf einer unbewussten Ebene ist, weil Mensch 2 wahrscheinlich denkt, das war einfach seine Idee, die er irgendwoher bekam. Aber eigentlich gab es da noch ganz andere Wege. Und von dem her, wenn wir einfach für uns und in unserem Umfeld etwas verändern, dann wissen wir ja gar nicht, was das für Auswirkungen hat, gerade auf längere Zeit. Wenn wir auf seelischer Ebene in der geistigen Welt sind, dann sehen wir diese Zusammenhänge. Dann wissen wir das und wir können das auch wirklich sehen und beobachten. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann meistens nicht. Und dann fehlen uns einfach Informationen und Zusammenhänge, um irgendwie zu verstehen, was das, was wir tun, für Wirkungen hat. Weil es gibt ja viele Menschen, die fragen sich, was es bringt, wenn sie für sich etwas ändern, weil der Rest der Welt ja irgendwie auf dem Kopf steht und sie dann wieder das Gefühl haben, dass das, was sie ja tun, gar nicht so eine Wirkung hat im Außen. Aber der Punkt ist ja, wenn wir etwas ins Feld geben, dann geben wir diese Möglichkeit ins Feld, dass es eben so und so möglich ist. Und je mehr Menschen das machen, das Gleiche machen, desto größer wird energetisch auch diese Möglichkeit. Und alles, was im Kollektiv sehr groß im Feld ist, das hat irgendwann ja auch mal kleiner angefangen. Und darum ist es ja auch wichtig, dass man in all dem, was in der Welt ist, dass man sich zu sich selbst zurückholt und sich auch auf sein Leben konzentriert und was man möchte. Und dass man sich nicht verliert in all dem, was da draußen ist. Weil es gibt Menschen, die sind gedanklich so aufgelöst in den Nachrichten da draußen, dass sie sich gar nicht mehr fragen, was sie möchten und was ihnen wichtig ist. Und darum ist es einfach hilfreich, wenn man sich immer wieder zu sich zurückholt. Und wenn wir das tun, dann geht das auch in unsere Energie rüber. Und je öfter man das tut, desto einfacher ist das auch. Und es gibt Menschen, für die ist das gerade keine Möglichkeit. Und wenn aber dann die Möglichkeit im Feld größer wird, ist es für sie auch einfacher, auf die Idee zu kommen.